Mein Name ist Stefan Hagenberg. Ich arbeite hier im Azelis Case Applikationslabor und heute stellen wir uns einer besonderen Herausforderung, der Formulierung eines Anti-Rutschbeschichtungsstoffes, der höchsten Anforderungen genügen muss. Höchste Anforderung bedeutet heute, wir brauchen eine Lackformulierung, die selbst auf unbehandelten Polypropylen oder faserverstärkten ungesättigten Polyesterkomposits halten muss und gleichzeitig als Friktionslack Polyethylenpulver in seinem Compound halten muss. Das heißt, wir brauchen eine starke Adhäsion zum Substrat, eine starke Adhäsion zum Friktionspulver und wir brauchen zusätzlich eine gute Kohäsion im Inneren der Schicht. Für diese Anwendung haben wir uns entschieden, ein Bindemittel aus dem Bereich Phenoxy zu wählen. Phenoxy steht für hochmolekulare Polyhydroxylether, ein Spezialbindemittel, das insbesondere durch seine primären und sekundären OH-Gruppen eine außerordentliche Adhäsion auf verschiedenste Substrate bringen kann. Diese Anwendung ist besonders herausfordernd, denn sie verlangt auch eine hohe Chemikalienbeständigkeit und eine Anti-Rutschbeschichtung, die selbst unter Wasser und bei hohen Temperaturen beständig ist. Dazu bedienen wir uns als weiteren Hilfsmittels eines Vernetzers, in diesem Fall eines Partial Methylated Melamine Crosslinkers, in diesem Fall dem Cymel 373, mit dem wir nach Applikation anschließend eine Härtung vornehmen und so die Moleküle des Phenoxy-Bindemittels miteinander vernetzen und so zu einem klassischen Duroplast kommen. Wir starten mit dem Phenoxy-Bindemittel selbst. Hierbei handelt es sich um eine 34%ige Dispersion des Polyhydroxylethers in Wasser. Wie bei vielen Herstellungsprozessen beginnen wir mit einem Rohstoff und bringen die weiteren Rohstoffe während der Vermischung in das System ein. Als Stabilisator haben wir uns für ein Amin entschieden, um den Beschichtungsstoff über Transport und Lagerung stabil zu halten. Da wir Friktionsmaterial einsetzen und gleich höhere Rührungsgeschwindigkeit benötigen, nutzen wir ein wenig eines silikonbasierten Entschäumers für diese Beschichtung. Nun ist es Zeit für das Friktionsmaterial, das unsere Anti-Rutschbeschichtung enthält. Nun addieren wir das Friktionsmaterial, in diesem Fall Polyethylenpulver, mit einem mittleren Teilchendurchmesser von 90 Mikrometer. Polyethylen ist ein schwierig zu benetzendes Substrat, sowohl als zu lackierendes Substrat als auch als Friktionsmaterial in Pulverform innerhalb eines Lackcompounds. Die Zugabe einer kleinen Menge eines säurebasierten Katalysators wird uns nachher helfen, den Vernetzungsprozess mit dem Melaminharz zu beschleunigen. Das Bindemittel selber hat eine sehr hohe Adhäsion und eine sehr gute Festigkeit auf selbst den schwierigsten Untergründen. Das Hauptproblem dieses Beschichtungsstoffes ist die Kohäsion. Wir müssen die einzelnen Polymermoleküle später zusammenhalten. Dies geschieht mit diesem Melaminvernetzer. Nach 10 Minuten intensivem Rühren bei 1000 Umdrehungen pro Minute können wir den Prozess des Mischens nun beenden. Die Anti-Rutschbeschichtung ist nun hergestellt und kann verwendet werden und für verschiedene Tests eingesetzt werden.